Lamas, Hip-Hop, Ärztin. Wie passt das zusammen? Wir sind hier beim zweiten Skoliose-Camp in Brandenburg. Letztes Jahr haben wir schon mal eins gemacht, das war echt super. Da haben wir einfach auch gemerkt, dass der Bedarf da ist, um sich auszutauschen, gerade für die Kids, die oft das Gefühl haben, sie sind alleine mit der Diagnose Skoliose. Ja, ich dachte halt am Anfang eigentlich, die sind irgendwie ganz anders, aber die sind eigentlich richtig gleich wie ich und es hat voll viel Spaß gemacht, die kennenzulernen. Mir hat es am meisten gefallen, dass man neue Freunde kennengelernt hat, wo man halt auch weiß, dass die sowas Ähnliches haben sozusagen. Es hat Spaß gemacht, auch andere Kinder kennenzulernen, die das auch haben. Das ist auch was ich kennengelernt habe bei meiner Tochter, dass sie also sofort mittendrin war, sich sauwohl gefühlt hat. Und sie hat zu mir selber schon gesagt, die sind ja dann alle gleich wie ich. Also die haben alle auch ein Korsett. Und da ist sie richtig, ja, ich habe eine andere Tochter kennengelernt. Bei uns ist es so, wir versuchen einen interdisziplinären Austausch zu gestalten. Das heißt, ich bin als Physiotherapeut mit dabei. Wir haben auch Orthopädietechnikerinnen und Meisterinnen dabei gehabt, einfach um das Ganze von der therapeutischen und technischen Seite zu beleuchten, was sehr spannend ist für die Kids und auch für die Erwachsenen. Und dann haben wir noch 2 Patientinnen organisieren können. Eine ehemalige Patientin, die rein nur mit einem Korsett versorgt worden ist. Und dann hatten wir noch eine Kollegin da. Die Kollegin wurde operiert und hat einfach von der Seite mal erzählt, wie das so ist und wie das so war und wie es ihr jetzt aktuell damit so geht, was auch sehr spannend ist, weil man befasst sich immer nur mit dem Thema, wie ist es, während man das Korsett trägt, aber so haben sie auch mal einen Live-Bericht bekommen, wie es mal ist, wenn man kein Korsett mehr trägt und kein Korsett mehr hat. Zudem war noch eine Ärztin, die Frau Dr. Maja Salzmann aus München bei uns dabei am Wochenende. Die hat einfach nochmal auch von der ärztlichen Sicht berichtet und hat einfach mit den Eltern einen intensiven Austausch geführt. Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, hier bei dem Skoliose-Camp was erzählen zu dürfen, weil ich finde, die Vernetzung von Kindern und Eltern ist ein großer Bestandteil von der Skoliose-Therapie. Und hier ist es so, sie haben alle in Anführungszeichen dasselbe Schicksal, dieselbe Erkrankung und kämpfen mit derselben Therapie. Und es gibt die Skoliose zwar schon häufig, aber nicht so häufig. Und meistens sind die Kinder einer in der Klasse und sie haben keine Austauschpartner. Und hier, was ich jetzt auch hier heute gesehen habe, es hat mich so gefreut. Es war ein Team. Und ich finde es toll, wenn man diese Vereinigung schaffen kann, dass sie einfach mal die Probleme, die zu Hause sind, auch hier gemeinsam besprechen können. Die Fragen, die sie keinen anderen stellen können, weil das versteht keiner. Warum ist das Korsett jetzt? Warum schwitzt man da drunter? Was können wir dagegen machen? Oder einfach, dass man das gemeinsam hier besprechen kann. Und deswegen unterstütze ich sowas sehr. Und man hat am Ende gemerkt, die Eltern kamen mit so ein bisschen ängstlichem Gesicht rein. Und am Ende hatte ich irgendwie das Gefühl, sie waren alle so ein bisschen erleichtert. Und ich glaube einfach deswegen, dass sie gemerkt haben, sie haben eigentlich alles richtig gemacht bisher. Jeder kämpft mit unterschiedlichen Problemen, aber alles ist irgendwie lösbar. Und es ist ein Meilenstein in der Geschichte, der zu bewältigen ist. Wir versuchen das Programm so zu gestalten, dass die Mädels einfach genug Zeit haben, sich auszutauschen. Die Eltern haben Zeit, sich auszutauschen. Danach versuchen wir das Programm zu gestalten. So haben wir nach der Willkommensrunde am Freitag gestartet mit zum Beispiel Stockbrot machen am Lagerfeuer, was sehr gut ist, einfach um sich besser kennenzulernen und in den ersten Austausch zu gehen. Das war sehr gut. Am Samstag haben wir dann gestartet mit einer Do-it-yourself-Aktion. Da haben wir einen super schönen Korsettbeutel gebastelt und ja, beflockt, wo die Kids quasi eigentlich sich einfach dann einen Beutel gestalten konnten, wo sie ihre Korsette verstauen können, wenn sie es mal nicht tragen. Danach ging es dann weiter. Wir waren dann bei den Lamas. War auch eine sehr schöne Aktion, das war ein kleiner Ausflug. Und da war auch einfach nochmal Zeit, weil durch die Bewegung kommt man auch nochmal tiefer ins Gespräch. Haben wir auch festgestellt letztes Jahr schon, das war einfach sehr, sehr gut. Und ja, es ist einfach immer eine schöne Sache auch, gell? Und es kam auch sehr gut an. Hat den Mädels total gut gefallen und uns natürlich auch.
Danach war dann noch mal ein bisschen was mit dem Tanzen. Die Gabi war da und hat den Mädels einfach noch mal ein paar Moves zum Hip-Hop gezeigt, zu einem Hip-Hop-Lied. War auch richtig super. Die Mädels haben vorhin schon noch mal in der Freizeit hier getanzt zusammen und haben das nachgetanzt. Das war echt super schön zum Anschauen. Wie jetzt gerade parallel läuft Yoga, dass einfach auch mal ein bisschen Ruhe einkehrt und sie sich einfach nochmal in den Körper auch reinspüren können. Wie verhält sich der Körper beim Yoga, das ist auch immer super spannend. Genau so gestalten wir das Programm eigentlich. Ich bin zum zweiten Mal hier, weil mir die Aktivitäten so gut gefallen hat und weil man nochmal Leute sieht, die was auch Skoliose haben oder auch ein Korsett haben. Und mir hat auch sehr gut das Tanzen und das Wandern mit den Lamas gefallen. Und ja, ich habe viele neue Leute kennengelernt. Mir hat es sehr gut gefallen, vor allem der Ausflug zu den Lamas war sehr schön. Ich fand es auch noch toll, als ich abends angekommen bin und da haben die so ein Lagerfeuer gehabt mit Stopp- Marshmallows und da habe ich alle kennengelernt, das war cool. Ich habe viel gelacht. Und es ist einfach, ja, wie gesagt, schön zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln, auch während dem Wochenende. Und es ist einfach eine angenehme Stimmung hier.